Nach der größten ökologischen Katastrophe zogen die Ultrareichen nach Tesla City auf dem Mars. Jetzt nehmen die Marsbewohner Charterflüge zur Erde, um in den Ruinen der Zivilisation Golf zu spielen. Golf Club Wasteland. So, dann starten wir doch mal hier ein neues Spiel. Willkommen im Ödland. Ich rannte zum Sperrgebiet, wo das Taxi-Raumschiff gelandet war. Nostalgiefunk vom Mars. Hello, all you Martians out there. It's your turn, fixed foot soul, with a bit of that old world flavor. You're tuned to Radio Nostalgia from Mars. Breathe easy, kick back, and reminisce. Take my hand, explain to me this project called humanity. Don't let go while on this ride. Neuer Tagebucheintrag freigeschaltet. Radioaktivität. Normalerweise hätte das die Ankunft einer Gruppe bedeutet. Don't let go. The signs are fake and the maps are false, but we must go. Ja, nicht ganz. Nice. Stadtrand von Alphaville. Es war meine Angewohnheit geworden, sie von der anderen Seite des Zauns beim Spielen zu beobachten. Ich gebe auf Wasser und andere Hindernisse Acht. Take my hand, don't let go. I know we won't get lost. Oh no. Aber krass hier, dass hier die Person noch steht, ne? Take my hand, don't let go. Vage treu. Sie trugen Schutzanzüge und sahen wie riesige Insekten mit Jetpack aus. Erkunde unser Ödland ohne Druck. Im Herrschungsmodus wird jedem Loch ein Power zugewiesen. Du musst Power oder darunter reichen, um zum nächsten Level zu gelangen. Ich würde schon gerne noch ein bisschen Challenge haben. Verdammt. Das ist natürlich jetzt noch eine schlechtere Position. Aber der Soundtrack ist großartig. Ich wage gar nicht so wirklich was zu sagen, weil der haut rein hier. Schauen wir uns mal in ein Tagebuch rein. Willkommen im Ödland. Meine Beine sind taub. Ich bin zu alt für diese Ausflüge. 54,6 Millionen Kilometer, um eine Partie Golf zu spielen. Sonst habe ich nichts mit diesen Idioten aus Tesla City gemeinsam. Aber jetzt bin ich hier. Es sind so viele einsame Jahre vergangen, in denen ich von Schuldgefühlen zerfressen wurde. Ah, okay, und hier müssen wir halt 2
Preisschläge. Diese mutierten Möwen werden noch dafür sorgen, dass ich mir den Hals breche. Verbrannte Brücken. Einmal entdeckten sie mich, versucht mich zu erwischen. Radio nostalgia from Mars. Wow, what a way to start the show. Anna Churchin would take my hand, her sublime take on our wonderful project called Humanity. Beautiful. Plenty more to come into Soul's show, a show packed with stories and music to remind ourselves of where we are and how far we've come. Niemand hat den Mut, es This auszusprechen. caller for the show calls it like it is and was a hard-hitting look back at the last days on Earth from the perspective of a shrewd businessman and loving father. Stories, memories, the good old days, original sources, authentic tales, hope, inspiration, drama. Radio nostalgia from Mars. I worked in oil. Brokering gasoline, to be exact. It's a strange business, probably not like you would actually imagine it to be. My day started something like this. I check Reuters and my sheets. See if there's been a change in the fundamentals. See if the spread's up or down. And then when the clock strikes go, I'm on the phone. I could be calling some commercial shop in Bumble, Kansas, where little old Sue loves to know how my daughter's doing. Or I could be trying to get into the head of a powerful Russian who knows the world wants his phone number. That's when the psychology kicks in, and I go to work. If they pick up the phone, they're mine. That's the game. I started when I was 29, 30. My boss was a coked-up, perma-tanned moron who was wasted by lunch. More money than sense. Screaming at waiters because, you don't drink gin out of a glass like that. And Caesar salad is supposed to have 8 pieces. 8 pieces of chicken, you stunted fool. Stunted fool was his favorite insult. It's coming from a guy who was 5 foot nothing. That was pretty much my life, 24/7. I traveled a lot, meeting clients all over the world. The Amazon, the Gulf, Siberia, Central Asia, the States, Singapore, everywhere. Looking back, I can't claim that I ever would recommend that life, nor can I claim that I was ever really happy doing it. But it was fun. I mean, talk about your share of moments. There was this one girl, some strange mix of Algiers and Paris, with some sprinkle of Havana, a dancer, naturally. So pretty. She'd turn a priest's head or give a nun a... Sometimes I wonder what happened to her. But we all had the same feeling. This can't last. And sure enough, we were right. First, you couldn't drink the water. Then you couldn't eat the crops. And pretty soon, we wouldn't be able to breathe the air. I remember looking at Emmy and wondering what kind of a future would she have. So I decided to do something about it. The Mars project was Plan B for planet Earth, which was most evidently... The family and I had already put down roots in Tesla City by the time the great catastrophe really hit. The corporation knew my contacts in the world of drilling and refining would be useful, so I adapted my skills to something more practical. Ach komm. Now we're all that keeps this little planet running. Mining those Martian chemicals for the battery banks, Martian cement for the buildings. My pure little Emma has a future. When somebody sits down and writes this all up for the history books, it might just be men like me they'll be hailing as heroes. It's men like me who saved humanity. Men like me who took us further than we ever dreamt possible. Radio nostalgia from Ja, Mars. stimmt. Some pretty heavy stuff. Reminds us that all kinds made it up here to Mars, but we're all in it together now. And remain creatures of the world. You're a tight beam to Radio Nostalgia from Mars, music for the lost days of Earth. Every morning
Ja, dieser Nostalgic Radio. Ich finde eine interessante Art, quasi zu kommunizieren, eine Story von der Postapokalypse. Also auch die Songs, die hier die Texte quasi vorspielen. Nein, du bist echt übergehüpft. So. Genau. Verbrannte Brücken. Niemand hat den Mut, es auszusprechen. Aber wir alle wissen, dass die Hälfte der Marsbevölkerung von diesen Omas-Pillen abhängig ist. Die Leute kommen einfach nicht zurecht. Ich habe ein Buch gefunden. Immer halte Ithaka im Sinn. Konstantinos Kavafis. Ithaka. Container mit Schmuggelware. Mein Kummer ist unerträglich. Sie haben mir nicht erlaubt, ihretwegen zurückzukehren. Vielleicht hätte ich etwas tun können. Ein Schiff stehlen und zurückfliegen. Es gibt keine Entschuldigung. Wir sind für unsere Handlungen verantwortlich. Yacht ohne Party. Also folgte ich ihm. Vielleicht ist, ob ich diesen Einschlag dahin bekomme, aber ich glaube eher nicht, ne? Man soll ja lieber hier auf dem Zwischendeck bleiben. Wenn man jetzt hier stärker ausholen kann. Ah, fast. Ach komm. Okay. Wie viel muss ich da schwimmen? So viel? Ja, fast. Zu wenig. Schlaglimit erreicht. Der Baller wird sich selbst zerstören. Ist ja großartig. Oh. Das war knapp. Aber einen Schlag schaffe ich den nicht, oder? Nein, du sollst liegen bleiben. Doofer Ball. You're home away from home. Maybe nostalgia from Mars. Creatures of the world. Now that attractive takes us back. Stefan Milenkovic, pining for blue skies, fast musing on the games we play. Just a reminder that until further notice, there is a moratorium on all team leaders playing card and board games with their teams, following an incident over a game of Monopoly in Section C. All senior section team leaders will convene for emergency counseling and anger management courses. Until then, there'll be no intersectional board game tournaments and no games with groups larger than 4 people at a time per team. In the interim, teams are encouraged to take advantage of the half ration special on Omas, a delicious and relaxing drink that takes the edge off of everything.
Habe ich mir schon gedacht. Our next caller, Yamil, takes us into her world of food, smells, sensuality, blue skies, and sings us a personal song to remember. Histoire, mémoire, le bon vieux temps, source originale, fable authentique, espoir, inspiration, drame, musique, radio nostalgie de Mars. Sogar Französisch hier. I have nightmares. I'm Nein. happy to be alive, but I knew many who deserved to live more than I did. But this is a Ich rast radio aus. program about nostalgia, not guilt. I've been nostalgic since I was 20, when I left Havana. In Europe, I felt different. Each country has a smell. Mars doesn't. Where I come from, the smell of the ocean, mango, bananas, coconut, mama's food, ropa vieja, de la abuelita, el con gris, la yuca con mojito, the most beautiful sun of Malecon, the smell of my street when the rain falls, all of that make me into the person I am. So when I left, I grew stronger. I experienced the world, but forever stayed incomplete. So now I'm double nostalgic. We were full of life, laughing on warm nights under blue sky, touching each other. The air filled with the smell Was für ein of Schuss. sweat from dancing with Orchestra Aragon playing from an apartment. Now, the only way I can feel this scent is by singing. Die haben nicht Koffee reingebracht. Ah. No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo. Also die Atmosphäre ist hier super gut von dem Spiel, finde ich. Ja, Startpunkt erreicht. Ich traue mich gar nicht wirklich was zu kommentieren, weil ich selber gerade sehr von dieser Atmosphäre angetan bin. Fueron tus manos o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. Tu llegada. Nein, das ist ja gar nicht mehr durchlässig. No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré. Слушайте радио носталгiju sa Marsa. Thank you, Yamil. What a wonderful story. Reminds us that life is about so much more than just base survival. Nein. Well, living in space has always been challenging, and here's a song that pokes a little fun at living in cramped quarters. Needs no introduction. All you want. It's a classic. Take a moment, relax, and remember with Radio Nostalgia from Mars. A Russian and an American work together in space. A very different sight from the Cold War arms race. Whether Kubrick or Tarkovsky, Solaris or 2001, Melville or Dostoevsky, Yesenin or Jack London. Das ist hier gerade ein Level, wo ich halb am Ausrasten bin. International relations to astronauts. Америка убила иракцев, убила Че, Аленда и Лумумбу. Она убила корейцев и вьетнамцев, распространяя
Democrat to you. Don't get me started on Stalin and your talent to suffer unknowns, my friend. Your history. You also. Okay, vielleicht hätte ich doch noch den Modus nehmen sollen. Weil ich bin richtig am Viben mit dem Radio hier, während ich ein paar Schläge mache. Das kann man gleich vergessen, das ist hier im Sand gelandet. Nein. So, jetzt aber. So, jetzt aber. 2 Schläge, warum nicht gleich so, ne? Yacht ohne Party. Ich kenne den Typen, dem diese Yacht gehörte. Irgendwas auf dem Hügel. Wenn ich so darüber nachdenke, möchte ich nicht zum Mars zurückkehren. Meine toten Freunde, meine Erinnerungen und mein Zuhause sind hier. Ich fühle mich zwischen den Überlebenden einsamer als hier. Wenn ich so wichtig bin, dann sollten sie aus dem Helden der Marskolonien erlauben, nach Hause zurückzukehren und in Frieden sterben. Golfen für Ideologie. Das Denkmal für die Revolution. Traurig und wunderschön. Wir haben die große Katastrophe verdient. Die Firmen kauften Politiker, die wiederum Wähler kauften. Und die Wähler führten den Krieg herbei, während dieselben Firmen in den Mars investierten und jetzt stehen sie auf der Erde gut da.